ich wusste ja, was passiert ist. Ich war ja dabei und das war mir einfach wichtig, es dann einfach auch auszusprechen. Und es ist am Anfang natürlich extrem schwer, es beim Namen zu nennen, aber man gewöhnt sich dann irgendwie dran. Also es hört sich dann am Anfang nicht, am Anfang ist es ganz schlimm, wenn man sagt, oh Gott, ich wurde wirklich missbraucht. Aber irgendwann ist es für einen normal, weil es war ja auch so. Also man dichtet sich ja nichts dazu, sondern man benennt die Sache einfach beim Namen. Ich bin Lela, 26 Jahre alt und ich wurde als Kind von meinem missbraucht. Ich war so ungefähr 7 Jahre alt, als das angefangen hat. Und es begann auch schleichend. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie eines Nachts kam er ins Zimmer und hat mich direkt vergewaltigt. So war das nicht. Das hat wirklich schleichend angefangen. Aber das kindliche Gehirn ist da noch nicht in der Lage, das wirklich zu benennen oder zu begreifen, was wirklich passiert. Und daher hat man schon das Gespür, oder ich habe das Gespür gehabt, dass was nicht richtig läuft, nicht normal läuft. Aber ich konnte es nicht benennen oder erklären oder geschweige denn habe ich da an Missbrauch gedacht. Das hat sich dann erst so in den darauf folgenden Jahren so entwickelt, nachdem ich mich dann auch mehr damit beschäftigt habe, so im Alter von, ich würde schätzen, so 13, 14 bis 16 Jahre alt, ja. Wenn ich jetzt als erwachsene Frau auf meine Kindheit zurückblicke, muss ich leider sagen, dass es für mich kein schöner Gedanke ist, weil für mich einfach das Schlechte überwiegt und weil es auch leider so ist, dass ich kaum Erinnerungen mehr habe an schöne Sachen. Also ich bin sicher, oder ich weiß auch, es gab schöne Momente, aber ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, weil meine Psyche so sehr damit beschäftigt war, das Trauma zu verarbeiten, dass einfach diese guten Dinge verloren gegangen sind. Ja, ich habe früher meinen Körper ähm, total gehasst. Ich habe ihn gehasst dafür, weil ich immer gedacht habe, oder der Meinung war, ja, er hat den Missbrauch über sich ergehen lassen müssen. Ich habe die ganzen Hände auf mir gespürt. Ich hab meinen Körper nicht annehmen können, weil ich gedacht habe, er war der Grund dafür, dass mir sowas zugestoßen ist. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass nicht mein Körper der Grund dafür ist, dass mir das passiert ist, sondern dass es immer der Täter der Grund ist, der sich entscheidet, sowas zu tun. Es ist einfach wichtig, dass man den Körper, der einst missbraucht wurde, so zurückholt, indem man einfach sagt, so, und jetzt reicht's. Jetzt ist es mein Körper und ich entscheide jetzt, was damit passiert. Ich entscheide, wie anzüglich oder öffentlich ich damit umgehe. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich dazu entschieden habe und das auch gerne mache, mich auch mal freizügiger zu zeigen. Weil ich einfach sage, es ist mein Körper und ich bestimme jetzt, was damit passiert, wie ich ihn präsentiere, wie und wo ich mich wann zeige, was ich anhabe oder nicht anhabe. Es ist einfach diese Selbstbestimmung, die man sich wieder zurückholt. Nachdem ich den Missbrauch überlebt habe, war das bei mir so, dass ich mich erstmal komplett übertrieben sexuell ausgelebt habe. Also das war nicht mehr in einem Bereich, wo man sagen kann, naja, man probiert halt mal ein bisschen rum, sondern es war einfach so, dass ich gelernt habe und verinnerlicht habe, durch Sex wirst du geliebt. Und deswegen habe ich damals so darauf reagiert, dass ich wirklich erstmal mich bewusst ähm, hergegeben habe, viel zu schnell und auch an Männern, die es nicht verdient hatten oder an Personen, die es nicht verdient hatten. Einfach nur, weil ich diesen Sex gebraucht habe, um mich geliebt zu fühlen, weil ich das nicht verstanden habe, dass eigentlich Liebe und Sex auch nochmal ein Unterschied ist. Das habe ich nicht verstanden und das musste ich erst lernen.
Und dann gab es natürlich auch Phasen, an denen ich die kleinste Berührung nicht zulassen konnte. Das heißt, eine Umarmung war mir schon zu viel, ein Händedruck war mir schon zu viel. Mich hat es getriggert, ich habe mich geekelt, ich bin teilweise ausgerastet und richtig aggressiv geworden, weil ich das nicht haben konnte. Und für jemand, der dann das nicht weiß oder diesen Input nicht hat, der denkt dann, was hatten die für ein Problem? Warum verhält die sich so gestört? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ich habe meinen Vater angezeigt, sobald ich volljährig war. Nicht aus dem Grund, weil ich ihn hinter Gittern sehen wollte. Das war mir auch bewusst aus mehreren Gründen, dass das nicht der Fall sein wird. Aber ich wollte einfach, dass eine höhere Instanz, beziehungsweise dass einfach jemand sagt, ein neutraler Mensch sagt, es stimmt, was ich sage. Es ist nicht gelogen, es ist nicht erfunden, sondern ich bin einfach, ich bin glaubwürdig. Ich lüge nicht. Das war mir ganz wichtig, vor allem innerhalb der Familie wurde es mir ja auch nicht geglaubt. Und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich zeige das an. Also ich denke mal, dass ich natürlich nicht sagen kann, es beschäftigt mich überhaupt nicht mehr, was passiert ist. Aber es ist schon so, dass ich über die Jahre für mich einen Weg gefunden habe, damit umzugehen, ohne dass es mich jetzt jedes Mal aufs Neue umhaut, sobald ich darüber spreche. Also es gibt natürlich auch Phasen, die ich habe, wo es mir extrem schwerfällt, darüber zu reden, wo ich auch sage, ich muss mich von diesem ganzen Thema distanzieren, weil es mich einfach zu sehr runterzieht oder zu sehr triggert. Aber im Großen und Ganzen bin ich cool damit. Womit ich allerdings nicht cool bin, ist wie damit umgegangen wurde. Das ist wirklich was mich mehr beschäftigt als der Missbrauch selbst. Weil ich bin der Meinung, ich hätte mich davon erholen können, wenn ich therapeutische Hilfe bekommen hätte, wenn ich Unterstützung bekommen hätte, in der Form, wie ich sie auch gebraucht hätte und nicht in der Form, wie es mir einfach vorgegeben wird. Aber das ist wirklich was mich mehr beschäftigt als die Sache an sich. Es gibt ja Anlaufstellen. Die Sache ist nur die, dass du die in dem Alter, in dem es mir widerfahren ist oder vielen anderen im Kindesalter oder im Teenageralter auch widerfährt, da weiß man sowas einfach nicht. Wohin wende ich mich? Oder wenn ich weiß, wohin ich mich wenden soll, weiß ich nicht wie. Man geht ja auch nicht einfach hin oder kann am Telefon jemanden sprechen und sagt dann so, ich bin Lena und mir ist das passiert und ich bräuchte mal einen Termin. Also ist es jetzt, man macht ja keinen Arzttermin aus. Es ist einfach was sehr intim ist. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass es mehr Anlaufstellen oder Beratungsstellen gibt, die sich speziell auf diesen familiären Missbrauch konzentrieren oder fokussieren. Weil es einfach nochmal was ganz anderes ist und weil man dann schon mal weniger den Druck hätte, wenn man hingeht, wüsste einfach jeder, okay, es ist was passiert, was innerhalb der Familie vorgefallen ist und so müsste ich halt erst wieder erklären, was genau passiert ist, was natürlich dann schon mal wieder eine Hürde mehr ist. In meinen Augen ist das gesellschaftliche Bild so, dass man noch gerade den Kindern noch beibringt, dass es fremde Männer sind, die einen vielleicht vergewaltigen, missbrauchen oder einem irgendwas antun, aufgrund von Nichtwissen. Bin ich der Meinung, dass es einfach sehr viel mit Nichtwissen zu tun hat. Es ist ja einfach statistisch schon allein belegt, dass die wirklich allermeisten Fälle innerhalb eines familiären Kreises, eines Verwandtschaftskreises, in irgendeiner Beziehung steht zu der oder dem Betroffenen. Ne? Und es findet einfach alles immer in einem Umfeld statt, wo viel Vertrauen herrscht.
Wenn ich zurückdenke, in der Zeit, in der ich dann auch den Missbrauch im Großen und Ganzen überstanden habe, also überlebt habe erstmal und ich dann ja auch die Depression entwickelt habe, da war einfach kein Lebenswille mehr da, keine Lebenslust. Und ich habe mir über Jahre ganz hart antrainiert, dass ich die kleinen Dinge zu schätzen weiß. Und darauf bin ich auch wirklich stolz. Das heißt, ich kann mich wirklich über kleine Sachen freuen. Das heißt, ich kann mich darüber freuen, dass ich einfach mal meinen Lieblingskaffee trinke, dass die Sonne scheint. Ich kann mich freuen, wenn ich einen Schmetterling sehe. Ich kann mich freuen, wenn mich mein Hund süß anlächelt oder einfach einen tollen Tag hat und rumflitzt. Ich kann mich darüber freuen, dass Menschen auf mich zukommen und mir irgendwas anvertrauen, weil ich das durchaus nicht als selbstverständlich sehe. Es sind wirklich viele kleine Sachen. Was mir natürlich sehr, sehr viel hilft und auch immer wieder Freude bereitet, ist einfach alles um sich herum zu vergessen und sich einfach mal zum Affen zu machen. Das heißt, Musik aufdrehen, einfach mal total affig durch die Wohnung tanzen, das geht immer. Und einfach mal den ganzen Stress so ein bisschen abschütteln und sich davon zu distanzieren, was die Leute über einen denken. Weil es ist ja eigentlich nur wichtig, was man selbst über einen denkt. Was ich anderen Überlebenden raten würde, ist ganz einfach, an sich selbst zu glauben. In erster Linie wirklich an sich selbst zu glauben und das Selbstvertrauen, was man sich aufgebaut hat, niemals zu verlieren, weil es immer Menschen geben wird, die sagen, so war das nicht und nein, du übertreibst und bist du sicher, dass es wirklich so war, dies, das, jenes. Es spielt keine Rolle, weil du selbst hast es ja erlebt und dein Empfinden ist deine Realität und daran muss man festhalten. Man lebt das Leben für sich und nicht für andere. Und das ist für mich das Wichtigste, was ich auch nie wieder aufgeben werde und möchte, dieses Selbstvertrauen, was ich mir erarbeitet habe, herzugeben. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin und das ist was dir keiner nehmen kann, wenn du an diesem Punkt bist. Und das würde ich eigentlich jedem Betroffenen oder jedem Überlebenden raten, daran festzuhalten und sich das niemals kaputt zu machen, egal wie viele toxische Menschen einem über den Weg laufen. Daran muss man festhalten.